Am Fraunhofer IEE und der Universität Kassel forschen wir gemeinsam in den Bereichen Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik. Dabei gestalten wir die Energiewende und entwickeln Lösungen für wirtschaftliche und technische Fragen rund um die Transformation des Energiesystems. Auf diese Weise unterstützen wir das Ziel des internationalen Pariser Klimaschutzabkommens, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Und wir helfen, die Bemühungen Deutschlands umzusetzen, bis 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen gegenüber 1990 um mindestens 65% zu reduzieren. Der Bereich der Mobilität nimmt dabei eine herausgehobene Stellung ein. Denn der Verkehrssektor ist für 20% der nationalen Emissionen verantwortlich. Neben dem Straßenverkehr tragen insbesondere der Flugverkehr und der Schiffsverkehr zu den Emissionen bei. Trotz steigenden Verkehrsaufkommens soll dieser Sektor bis ins Jahr 2045 vollständig emissionsfrei sein. Damit dies gelingen kann, suchen wir intensiv nach Wegen, den Ausstoß von Treibhausgasen im Verkehrssektor klimaneutral zu gestalten. Diese sogenannte Dekarbonisierung des Verkehrs in Deutschland steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Eine davon ist die überproportional ansteigende Nachfrage nach erneuerbarem Strom. Immer mehr Fahrzeuge werden in Zukunft elektrisch angetrieben, entsprechend steigt ihr Strombedarf. Hinzu kommt, dass energieaufwendige Transportarten wie Flug- und Schiffsverkehr auch in Zukunft auf Energieträger wie grünen Wasserstoff und strombasierte Treibstoffe angewiesen sind. Für die Produktion dieser neuen Energieträger wird ebenfalls Strom aus erneuerbaren Energien benötigt und auch in weiteren Sektoren wie dem Wärmesektor sowie der Industrie steigt, etwa mit dem Anteil an Wärmepumpen, der Strombedarf. Um diese Nachfrage klimaneutral zu decken, bedarf es zum einen eines starken Ausbaus der erneuerbaren Energien. Zum anderen unterliegt die Produktion von erneuerbaren Energien großen zeitlichen und regionalen Schwankungen, denn Sonne und Wind richten sich nicht nach unserem Bedarf. Daraus ergeben sich hohe Anforderungen an das Energienetz in Bezug auf die Produktion, Speicherung und Verteilung des Stroms aus erneuerbaren Energien. Allerdings ist absehbar, dass die in Deutschland für Wind- und Solarenergie verfügbaren Flächen nicht ausreichen werden, um die Nachfrage nach Strom zu decken. Wir werden also nicht umhin kommen, erneuerbare Energien zu importieren, und zwar auch aus weit entfernten Regionen. Als speicherbare und gut transportable Form sind dafür besonders strombasierte PTX-Treibstoffe geeignet. Sie helfen, die Flexibilität eines regenerativen Energiesystems zu erhöhen. All dies, der Anstieg der Stromnachfrage in verschiedenen Sektoren, die erforderlichen Mengen von erneuerbarem Strom, grünem Wasserstoff und strombasierten Treibstoffen sowie die tatsächlichen Produktionskapazitäten und die Stabilität der Versorgungsnetze muss in Szenarien berechnet werden, national wie global. Dabei helfen Modellierungen. Sie erlauben es, die räumliche und zeitliche Komplexität des Energiesystems abzubilden und im besten Fall zu steuern. Genau dieser Aufgabe widmen wir uns in unseren Forschungsprojekten. Mit den Projekten Dekarbonisierung Verkehr, Rückkopplung Energiesystem, DevCopSys 1 und 2 tragen wir dabei den nationalen und internationalen Gegebenheiten bei der Modellierung der Verkehrswende in Deutschland Rechnung. Die Ergebnisse dieser Analysen werden für die Politik und andere nationale und internationale Stakeholder in 3 webbasierten Kartentools dargestellt. Für die Politik dienen die dortigen Analysen als Entscheidungshilfe und um Energiestrategien zu entwickeln. Für die Industrie sind die Analysen Hilfsmittel für Investitionsentscheidungen. Der Wissenschaft dienen sie dem weiteren Erkenntnisgewinn und lassen sich in weiteren Studien nutzen. Man sieht, die Dekarbonisierung einzelner Sektoren unseres Energiesystems, wie etwa der Verkehr, lässt sich nicht isoliert betrachten. Die Rückkopplung mit anderen Sektoren und den Energienetzen muss betrachtet werden, und das nicht nur national, sondern weltweit. Am Fraunhofer IEE und an der Uni Kassel haben wir das im Blick. So machen wir die Energiewende planbar.